Ja, liebe Freunde, es weihnachtet sehr. Auch wir haben den Tannenbaum schon aufgestellt, weil wir mehr von Weihnachten haben wollten. Letztes Jahr um die Zeit waren wir ja noch auf dem Kreuzfahrtschiff, auf der Norwegian Bliss. Das Video haben wir leider aus privaten Gründen nicht geschafft zu veröffentlichen. Das steht also noch aus. Wir möchten hier die Gelegenheit nutzen, allen, die uns über das Jahr verfolgt haben, unsere Videos geschaut haben, besonders auch unseren Kanalmitgliedern danken für ihr Engagement. Es war sehr schön dieses Jahr. Wir haben sehr viele nette Leute kennengelernt. Eigentlich nur nette Leute, die uns verfolgt haben, die uns im Hafen getroffen haben, mit denen wir uns beim Bierchen unterhalten haben. Das war einfach eine tolle Saison. Und wir freuen uns über jeden Kontakt, den wir bekommen. Also sprecht uns ruhig an, wenn wir nächstes Jahr unterwegs sind, ihr uns seht. Dann können wir uns gerne unterhalten, ein Bier trinken oder sonst was. Ja, und das ist jetzt eine Zeit, mal einen kleinen Rückblick zu machen. Wie schon gesagt, wir waren noch auf der Norwegian Bliss 2024 in der Weihnachtszeit. Und ja, dann im neuen Jahr stand über den Winter der Umbau unseres Bootes an. Piet hat da tolle Arbeit geleistet und einen neuen Geräteträger gemacht. Ich habe mich nach langem Ringen doch entschieden, das Radar abzubauen, weil am Ende brauchen wir es nicht. Und so ist jetzt unsere Satellitenschüssel in der Mitte. Wir haben Höhe gewonnen. Die neue Kappe, die dann angefertigt wurde, da regnet es jetzt auch weniger rein. Allerdings hat uns das 6 Wochen der Saison gekostet, und so dass wir später ins Wasser gekommen sind. Und da war die Zeit bis zum Bootsurlaub schon sehr kurz. Unser Ziel im Urlaub war Schiermonnikoog und Ammeland, aber in Schiermonnikoog sind wir aufgelaufen und haben so eine Muschelbank da gestreift. Und damit war klar, Ammeland werden wir nicht erreichen. Aber auf der Rückfahrt waren wir in Dokkum. Das war wirklich toll und die Fahrt von Dokkum nach Leeuwarden hat uns doch total begeistert. Das war einfach unser Highlight des Urlaubs. Ja, für Ende August war die zweite Tour geplant, doch Peter und Petra haben uns dann den Strich durch die Rechnung gemacht. Die wollten unbedingt eine neue Brom kaufen mit einem dickeren Motor. Wir waren also zweimal auf der Insel. Das erste Mal in Wales, wo wir uns eine Brom 39 mit einem fetten TRMD 63P angeschaut haben. Habe ich tolle Videos gemacht. Leider habe ich die GoPro im Bus liegen lassen und alle Videos sind weg. Aber eine Woche später sind wir nochmal nach England geflogen, diesmal nach Newark, und dort hat Peter dann eine Brom 41 gekauft. Das Video davon gibt es auch online bei uns. Wir waren noch in der Wiege der Brom, haben uns dort auch einige Broms angeschaut und auch die Werft. Auch dieses Video gibt es. Zurück aus England sind wir sofort aufs Boot, sind dann Richtung Lemmer gefahren. Dort haben wir Claudia und Frank getroffen und haben noch eine schöne kleine Tour gemacht. Diese Videos sind noch nicht alle online, weil ich habe es einfach nicht geschafft. Weil natürlich die Videos aus England und so, aus Zeitgründen haben wir die vorgezogen und hängen also noch nach. Es werden also noch einige Videos aus dem Sommer kommen. Und wir sind zwar schon im neuen Jahr, aber na gut, so kann man den Winter wenigstens überbrücken. Nach dem zweiten Urlaub ging es dann auch gleich auf die Aida Mar. Da sind wir durch die Ostsee gefahren. Das Video habe ich auch gleich fertig gemacht. Das hatte ich Marina versprochen, dass wir das zuerst machen. Danach war auch schon Saisonende und das haben wir natürlich auch zeitnah online gestellt. Aber dadurch hat man natürlich über den Winter noch einige Videos zu schauen. Es ist einfach zu viel Material dieses Jahr angefallen durch zu viele Reisen, sodass wir da einfach nicht mehr hinterherkommen. Wir wollen natürlich für euch die Qualität hochhalten. Und das bedeutet natürlich viel Video-Equipment, viel Zeit zum Schneiden. Ich bin ja zum Glück nicht mehr am Arbeiten, aber trotzdem geht fast ein Großteil meiner Freizeit drauf, alleine fürs Videoschneiden und Vorbereiten. Das ist schon ein enormer Aufwand mittlerweile. Und nun ein Ausblick. Wie geht es weiter im neuen Jahr? Wir sind Anfang Januar bei einem Bootsclub in Mainz eingeladen. Dort werden wir über Bootsfahren in den Niederlanden berichten und über viele Themen rund um Wassersport wie Schleusen, Brücken, Funken, Dieselsorten und alles, was um das Thema Bootfahren sich handelt. Und wer als Verein vielleicht auch mal Interesse hat, dass wir mal vorbeischauen, einen Vortrag halten, der kann uns gerne anschreiben. Dann geht es zur Boots 2026. Dort konnten wir aus persönlichen Gründen 25 nicht hin. Aber dieses Jahr haben wir dafür viele Themen gesammelt, unter anderem Themen wie Lithium-Eisenphosphat-Batterien, Solar. Unser Teakdeck gibt so langsam den Geist auf. Wir müssen polstern lassen. Also es gibt einige Themen, die wir dort uns anschauen werden. Mitte Februar geht es dann auf die Voyager of the Seas
Royal Caribbean Kreuzfahrtschiff. Auch davon wollen wir berichten. Ein neues Kreuzfahrtunternehmen für uns. Wir waren schon mal drauf, aber ohne Video. Wollen uns das angucken. Das wird auch eine spannende Reise werden. Und wenn wir zurückkommen, dann geht die Saison auch schon wieder los. Und da haben wir auch einige spannende Themen. Wir wollen dieses Jahr relativ früh raus, damit die Saison auch möglichst lange wird. Und wir wollen auch mehr Technikvideos machen in diesem Jahr. Ich habe zum Beispiel unten eine Rettungsinsel liegen. Die wollen wir mal aufbauen und öffnen und zu schauen, wie geht so ein Notfall zum Beispiel. Ich glaube, viele haben eine Rettungsinsel an Bord und wissen überhaupt nicht, wie sie bedienen. Das wollen wir einfach mal zeigen und mal selber ausprobieren. Wir wissen es auch nicht. Wir haben auch viele Anregungen von unseren Zuschauern bekommen, die wir möglichst versuchen wollen zu veröffentlichen. Peter mit seiner Brom 41 liegt ja jetzt auch in der Klink. Wir freuen uns also mit 2 Brom 41 zu fahren. Ende Mai geht es dann wieder auf Reisen. Der Urlaub steht an. Vermutlich geht es diesmal wieder Richtung Seeland, nach dem Süden. Aber wir werden sicherlich auch Zeit haben, mal in Friesland vorbeizuschauen, in Lemmer. Das ist ja immer eine Reise wert. Und auch vielleicht noch ein paar andere Ziele anfahren. Die Saison ist ja lang. Alles andere ist noch offen. Wir wollen das ganze Jahr nicht fest verplanen. Das heißt, wir sind da sehr spontan. Und wenn gerade was kommt, dann nehmen wir das entsprechend auch wahr. Wir lassen die Dinge auf uns zukommen. Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahr. Das soll es gewesen sein. Und jetzt wünschen wir euch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns 2026 auf dem Wasser. Ja, da hoffen wir drauf. Sprecht uns an, wenn ihr uns seht. Wir freuen uns über jeden Kontakt, jedes nette Gespräch bei einem Bierchen. Vielen Dank für eure Unterstützung in diesem Jahr und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Tschüss!